Am ersten Tag ging es für uns zunächst einmal vom Campingplatz, auf dem wir übernachtet hatten und auf dem wir unser Auto für die nächsten 8 Tage parken wollten, zum Startpunkt. Ein wenig frustrierend, denn wir waren hier schon am Vorabend auf dem Weg zum Supermarkt vorbeigelaufen. Man kann den Trail allerdings nicht starten, ohne ein vernünftiges Startfoto mit Rucksack zu machen. Als wir das erledigt hatten, ging es für uns dann auch auf genau derselben Route wieder zurück. Allerdings bogen wir diesmal nicht auf den Campingplatz ab, sondern verließen Les Souches durch einen Tunnel. Kurz danach zweigte der Weg links ab und führte steil bergauf durch das Grüne. Es ging nun von 1000 Meter auf fast 1700 Meter hinauf. Ein leichter erster Tag sieht auf jeden Fall anders aus. Oben angekommen sahen wir eine Bahnstation und die dazugehörige Zahnradbahn, die sich den Berg hinaufkämpfte. An dieser Stelle teilte sich die Tour du Mont Blanc auch zum ersten Mal auf in die Hauptroute, die wir gingen, und die längere und schwierigere Alternative Via Col de Tricot, die trotz allem sehr reizvoll sein soll. Für uns ging es ab hier zum Glück bergab, auf einem ebenfalls sehr schönen, aber nicht ganz so alpinen Weg. Gut gefallen hat mir, dass wir durch die Alternativroute, die gefühlt die Mehrheit der Leute gewählt hatten, etwas mehr Ruhe auf dem Weg hatten. Klar, hin und wieder ging es für uns auch leicht bergauf. Wirklich steil wurde es jedoch erst ab Kilometer 21. Kurz nach der hübschen Kirche verlässt man nämlich das Tal und beginnt einen Aufstieg, der auf bis zu 2500 Meter hinaufführt. Für uns war allerdings schon nach Kilometer 23 Schluss. Wir waren jetzt auf 1500 Meter angekommen und hatten uns entschieden, den restlichen Anstieg auf morgen zu verschieben. Wir kehrten auf dem ersten offiziellen Biwakplatz in Frankreich ein, den wir finden konnten. Da wir noch vor der erlaubten Zeit am Ziel waren, der Aufbau ist erst ab 19 Uhr erlaubt, nutzten wir die Zeit zum Kochen und Entspannen am Fluss. Leider begann es gegen 18 Uhr zu regnen, so dass wir den Zeltaufbau dann doch vorgezogen haben. Je weiter der Abend fortschritt, desto voller wurde es auf dem Platz. Ich war ehrlich gesagt froh, dass wir so früh hier waren und noch fast freie Platzwahl hatten. Es war dort wirklich idyllisch. Auf der einen Seite der rauschende Bach und direkt daneben die Kuhweide, auf der gefühlt jede Kuh ununterbrochen mit ihrer Kuhglocke bimmelte. Das störte mich jedoch nicht weiter, denn ich schlief nach dem anstrengenden Tag recht schnell ein.